Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech. Wir sind bei Gore im Defense-Bereich und ich habe hier den Olli bei mir. Olli, grüße dich. Servus, grüß dich. Martin, ich bin der Oliver Opitz, arbeite für Gore, bin dort seit 34 Jahren schon angestellt. Also quasi Urgestein. Ja, gehöre schon fast zum Inventar dazu. Nummer? Hast du eine Inventarnummer? Warte, Tätowiert. nicht ganz, aber Inventar ist schon da. Nein, arbeite dort sehr lange schon, bin seit 14 Jahren für den Militärbereich verantwortlich, mache dort das sogenannte Produktspezialist Bereich für Weather Protective Garments. Es beinhaltet alle Regenschutz und Windschutz, Kälteschutz, Begleitung. Wir haben im Februar das große Vergnügen gehabt, in Schweden die NCU, die Nordic Combat Uniform, am eigenen Leib mal zu testen. Da haben wir auch ein Video bei uns auf dem Kanal gemacht. Du warst auch mit dabei. Wir wollen heute speziell über Lagen reden, jetzt nicht über die Nordic Combat Uniform, aber du kannst ja kurz mal zum Nordic Arctic Summit kurz 2, 3 Sätze nochmal sagen für die Zuschauer. Ja, der Nordic Arctic Summit war eine für uns auch neue Veranstaltungsformat, was wir so in der Form noch nicht gemacht haben. Wir haben hier wirklich End-User, Journalisten und Kunden und alle Hersteller zusammengebracht und haben wirklich berichtet, was das ganze System kann. Ist auch wirklich neu, NCU in der Form, hat es in Skandinavien, aber auch in Europa noch nicht gegeben, dass 4 Länder gemeinsam gesagt haben, wir beschaffen ein neues Bekleidungssystem und zwar von minus 53 bis plus 45 Grad in allen Regionen auf der Welt, von Wüste, Dschungel, moderates Klima bis eben hin ins Arktische, wo wir jetzt ja auch viel Debatte haben. Ja, und im Bereich Lagen geht es ja, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, nicht immer nur um Kälte. Tatsächlich sind viele Armeen oder viele Länder machen tatsächlich nur in dem Bereich was, aber ihr habt gesagt, ihr wollt auch den warmen Bereich mit abholen. Deswegen habt ihr, wir wollen uns ja nicht so tief auf das Thema NCU vertiefen, sondern auf das Lagensystem im Genau. Generellen. Und da habt ihr mit USA und Korea auch schon Produkte am Laufen. Da kannst du vielleicht mal kurz ein paar... Genau, wir haben einige Systeme, die auf der Welt gebaut werden, wo wir Komponenten reinliefern. Das US-System ist sicherlich das älteste davon. Das wurde sogenannte Gen 3 oder AQUEX, wurde 2005 angefangen zu liefern und wird bis jetzt so produziert. Ja. Ist damals ein 7-Lagen-System gewesen, hat also so 15 Teile oder sowas drin, macht aber viel weniger in der Unterwäsche und auch viel weniger Augenmerk auf das Arktische, weil wir haben natürlich wie immer im Militärischen eine Diskussion, wo glaubt man, hat man Konfliktherde. Ja. Und die Konfliktherde, jetzt nicht in 2005, aber später, waren ja eher Wüste oder Arid und weniger zentral Nordeuropa und damit auch nass oder sogar arktisch. Da geht es jetzt allerdings hin in diese Richtung. Ja, die Bedrohungslagen ändern sich. Stichwort FR ist immer mehr ein Thema, Feuerschutz ist ein Thema. Man muss einfach gucken, dass man in diesen Bereichen was tut. Was ist da euer Ansatz dafür? Ja gut, FR kam so mit Afghanistan bei uns durch, weil wir einfach gelernt haben, dass Alternativprodukte UV-mäßig nicht stabil sind. Und wir haben sehr viel, gerade aus der amerikanischen Seite, von Soldaten mitbekommen, dass sie Probleme hatten, dass ihre Bekleidung aufgebrochen ist, also an der Naht kaputt gegangen ist, weil durch UV die Nahtgarne kaputt gegangen sind. Wir haben gleichzeitig zu der damaligen Zeitpunkt eine neue Technologie auf den Markt gebracht, die heißt Pirate. Und das erlaubt uns eine Kombination von FR mit anderen Eigenschaften, die so bis jetzt am Markt nicht da gewesen waren. Das heißt, wir fingen da an zu investieren und haben mittlerweile eine Möglichkeit, in eine andere Lage reinzugehen, also eine Nicht-Membranlage, sprich Battle Dress Uniform, Kampfuniformen, wo ich eben nach der Unterwäsche das als nächstes trage. Ist traditionell nicht unser Bereich gewesen, ist für unsere Produkterweiterung ist ganz spannend. Wir nutzen Pirate, aber zusätzlich auch noch in den Windstopper und in den Gore-Tex-Bereich. Also wir können das auch mit Membrane machen und dann geht es halt in meinen Bereich mit rein, wo wir dann eben Nässeschutz, Kälteschutz damit ausstatten. Ja, das finde ich tatsächlich eine sehr gewünschte Erweiterung, ja, weil gerade im Bereich Future Soldier haben ja alle Armeen im Bereich Technologie und ballistischen Schutz, da wurde so viel investiert, aber im Bereich Bekleidung ist nicht viel passiert. Ja, das hast du ja gerade eben schon angeteasert. Das war für uns am Anfang ganz verstörend gewesen, weil wir die ersten Future Soldier
Programme aufkamen, ob das Fehlern in Frankreich war, die Forza NEC in Italien, da gab es überall Programme. Und am Anfang war das Load Carriage, dann war das Ballistik und vielleicht noch Elektronik. Ja. Und dann hatten die Leute auf einmal quasi die letzte Lage, also alles, was ich zum Schluss ansehe, und mussten das über eine Bekleidungskonfiguration tragen, die gar nicht dazu gebaut war. Und auf einmal hat man gemerkt, oh, ich komme auch nicht mehr an meine Taschen, weil auf einmal ist alles abgedeckt, hier fehlen Taschen. Also das ganze systemische Denken war nicht ausgeprägt. Ja. Und dann kam es zu einer zweiten Generation. Und auf einmal in der zweiten Generation sagte man, wir müssen Bekleidung addieren. Ja. Weil es ist halt nicht nur Bekleidung und einfach, weil es ist wie ein Soldat braucht gute Schuhe, weil wenn er keine guten Schuhe hat, läuft er nicht, dann geht der ganze Soldat nicht. Ja. Und das ist mit Bekleidung auch nicht anders. Man darf das also nicht unterschätzen. Ohne die richtige Bekleidung habe ich für den Soldat ein Problem. Der geht nicht raus, der ist vielleicht unzufrieden, ist nicht motiviert. Ja. Man hat es dazu genommen und das sah man dann in vielen von den Ländern, dass das jetzt parallel läuft. Und man schaut eben holistisch alles an, wie das getragen wird. Und daraus entsteht jetzt dieser ganze systemische Gedanke, ultimativ eben auch das, was dann das NCU-System gemacht hat. Und da höre ich so ein bisschen raus, dass ihr euch auch jetzt nicht mehr nur als Technologiehersteller für Laminate seht, sondern auch wirklich Expertisen und Spezialisten habt in diesen Bereichen, die beratend und kombinierend den Leuten zur Verfügung stehen. Ich glaube, wir hatten die schon immer, interessanterweise, weil Gore von seiner Arbeitsweise versucht, Produkte zu verstehen, zu durchdringen. Das ist die Rolle, die wir, die Produktspezialisten in Gore haben. Wir müssen verstehen, was braucht der Endanwender, was ist dem seine Notwendigkeit. Und von dort arbeiten wir zurück. Und vor allem in der Richtung, dass es kann ja sein, dass ein Soldat kommt oder ein Beschaffer kommt und sagt, unsere Leute brauchen Regenschutz. Und dann seht ihr aber, Moment mal, die brauchen eigentlich gar keinen Regenschutz, sondern wir sind in der Arktis und wir brauchen einen Windstopper. Genau. Und das ist eben, wir haben da schon immer auch da, sagen wir, von der Hautlage, von der Unterwäsche bis nach oben gedacht. Ein einfaches Beispiel, ganz am Anfang hat jeder Baumwolle unter einer Gore-Tex-Jacke getragen und es ist auch jetzt immer noch so ein gewisses Thema. Das heißt, wir haben uns schon früh mit Unterwäschesystemen oder welche Fasern es dort gibt, beschäftigt, haben das auch modelliert. War aber für uns eher wichtig, um das unseren Kunden zu erklären. Mittlerweile jetzt im militärischen Umfeld heißt es, wir müssen das den Beschaffern dort erklären und ihnen auch sagen, welche Komponenten sie brauchen. Weil zum Schluss muss man ja sehen jetzt, der Soldat ist jemand, der motiviert sein muss. Der muss gesund bleiben, wenn er im Außeneinsatz über mehrere Wochen unterwegs ist. Und er muss aber auch dann angelernt werden und verstehen, wie das System funktioniert. Also es ist viel komplexer, als man das früher gedacht hat, weil die reine Konzentration, also jetzt aus einer deutschen Sicht, als Verteidigung in Deutschland hält nicht mehr. Die Anforderungen, die wir auf der NATO-Seite sehen, heißt, ich muss in ein paar Tagen oder kurzen Wochen relativ weit irgendwo in Krisen, Konfliktherde verlegt werden können. Und damit ist die Fähigkeit, die ich entwickeln muss als Soldat oder die Anpassungsfähigkeit viel größer geworden. Ja, klar. Was nicht nur das Training, was angepasst werden muss, sondern auch die Ausrüstung. Ja? Korrekt. Wir hatten es in einem unserer Vorgespräche. Viele Armeen in Europa sind nicht auf diese arktischen Verhältnisse eingestellt zum Teil, vielleicht auch nicht auf die super heißen tropischen Verhältnisse. Und da seid ihr dann als Partner zur... Genau. Ich meine, tropisch gibt es einige Länder, so wie die Franzosen oder so, die einfach kulturell oder aufgrund ihrer Vergangenheit immer noch tropische Gebiete haben, die auch in Frankreich, ja, also französisches Hoheitsgebiet ist, die haben hier Fähigkeiten, die haben die auch immer erhalten. Man muss sehen, wo die ganzen Militärs herkommen. Die Einsätze der letzten Jahre waren alle in ariden Gebieten. Also trocken kalt, trocken heiß. Dort brauche ich eine gewisse Unterwäsche, ich brauche eine Kampfuniform und vielleicht noch einen Kälteschutz, wenn es mal besser ist, aber ich habe keinen Regen. Damit sind auch alle Denkmuster und alle Beschaffungen wurden dahin ausgerichtet. Ich habe dann auch im Endeffekt einen Wüstentarn die ganze Zeit gemacht, aber ich habe mich nicht mit Zentraleuropa, Nordeuropa beschäftigt. Jetzt ändert sich's komplett, nachdem wir aus Afghanistan rausgegangen sind. Und das heißt, Zentraleuropa bin ich im moderaten Klima, habe aber sehr viel Regen, sehen wir ja heute auch wieder. Und wenn ich weiter nach Norden gehe, kommt natürlich dann noch die ganze, oder nach Osten auch, kommt die ganze Kälte dazu. Und kalt heißt dann eben auch nicht nur minus 10, minus 15 Grad, sondern entweder bin ich im Hochgebirge drin, da bin ich auch bei minus 30,
Oder ich gehe eben ganz nach Norden über den Polarkreis, dann bin ich auch bei minus 40 oder minus 50 Grad. Da geht es dann nicht nur um die Bekleidung allein, da ist es dann auch nochmal an Lernen, wie ich mich da verhalte. Ja. Das war ja auch unser Training oder unsere Idee mit dem Nordic Summit gewesen, wo wir sagen, ich muss Leute in eine Situation aussetzen, mit der sie vielleicht gar nicht umgehen konnten bis jetzt, weil sie es nicht kennen. Ja. Haben wir da gemacht. Und es war nicht ganz spannend zu sehen, dass Leute den Zusammenhang von, wenn ich aktiv bin, ganz wenig Lage benötige, wenig Bekleidungslagen. Und wenn ich dann aber statisch werde, ich wahnsinnig viel Isolation aufbauen muss. Und dann aber in dieser Isolation gar nicht laufen kann, weil ich sofort überhitze. Ja. Also dieses Verstehen, wie der Körper funktioniert, da kommen wir eben wieder rein, weil wir haben eben hier Experten, die sich eben nicht nur mit der Membrantechnologie beschäftigen, sondern wir haben auch Komfortleute bei uns im Haus, die in der Lage sind, von reinen Tests bis über das Modellieren von ganzen Systemen, also das rechnerische Erfassen, alles durchzuarbeiten. Und da habt ihr auch entsprechend die Mittel mit den Laboren, mit den Klimakammern. Genau. Da könnt ihr alles nachstellen, testen, ausprobieren direkt. Das war schon immer, die Idee war hier immer gewesen, wenn ich was verstehen muss ich ultimativ ins Feld gehen. Ja. Aber wenn ich zu viele Varianten oder Variablen habe, kann ich ins Feld noch nicht gehen, weil dann muss ich mit 1000 Leuten ins Feld gehen und dann wird es utopisch von den Kosten. Also muss ich versuchen, vorher eine Selektion im Labor zu erreichen. Und wenn ich im Labor glaube, ich habe meine Konfiguration erreicht, dann kann ich das draußen testen. Ja. Und dann werde ich damit auch erfolgreich. Ich möchte zum Abschluss gerne noch mal einen Satz hervorbringen, den du gesagt hast. Und den fand ich tatsächlich wirklich maßgeblich wichtig für dieses Interview jetzt auch. Du hast gesagt, der Soldat kriegt seine Ausrüstung XYZ, der kriegt seine Lagen und er wird aber nur mit nach draußen nehmen, wovon er überzeugt ist, aus seiner eigenen Erfahrung. Und wenn das dann eure Sachen sind, ist es perfekt. Wir haben zwei Bereiche, die uns anschauen. Das eine ist der Bereich Fit for Use. Ja. Das ist nicht der Satz, den ich gesagt habe, aber das ist so die Denkweise dahinter, wo wir sagen, wir möchten nur Produkte machen, die wir verstehen und wo wir glauben, dass sie genau den Nerv des Endanwenders treffen, weil sie genau das tun, was er benötigt. Wichtig. Der Satz, auf den du anspielst, heißt Mission Critical Worldwide. Es ist kein Satz, es ist eigentlich so eine Philosophie, ein Schlagwort für uns. Und es ist von der Vorstellung her sowas wie, wenn ein Soldat seinen Rucksack packt, also sein Equipment, er sagt, er muss jetzt im Einsatz dorthin gehen, dann hat er eine ganz große Möglichkeit an Optionen. Haben ja gute Ausstattung. Und er nimmt aber seine Lieblingsteile raus. Selbstverständlich. Er nimmt die raus, an die er glaubt, mit denen er getestet hat, mit denen er erfolgreich war. Und unsere Vorstellung ist, wir sind die Teile, die er zieht. Ja. Das ist für uns das Mission Critical. Er glaubt, in der Mission sind unsere Produkte die ihm erfolgreicher machen. Mission Critical Worldwide heißt auch noch, dass wir das eben global uns dazu anschauen. Sehr schön. Olli, das war mega spannend. Lass uns auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen. Da können wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel philosophieren, gerade auch durch deine langjährige Erfahrung. Aber hier würde das jetzt wahrscheinlich zu weit führen für dieses Format. Aber Olli, ich danke dir vielmals für dieses schöne Interview. Euch noch eine schöne Messe. Wir sind raus bei Gore Defense. Schaut euch gerne auch nochmal das andere Gore-Video an aus dem Polizeibereich. Da wird auch viel über die Pirate-Technologie erklärt. Und dann schauen wir mal, was es hier auf der Enforce Tech noch so zu sehen gibt. Denkt daran, hier auch den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis dann, macht's gut, bye bye. Servus.